Sarah, wir müssen reden. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, wir treffen uns immer relativ spontan. Ja. Oder es ist zwar geplant, weil wir uns irgendwo bei einer Veranstaltung zu einer Probe treffen, aber da kommst du dann auch meistens, ich stehe auf der Leiter oder sonst irgendwas, kommst du rein und dann ist das immer so ein hi. Ja. Und wir haben eigentlich selten Zeit, einfach mal miteinander zu sprechen. Das stimmt, ja. Darauf freue ich mich heute extrem. Ich mich auch sehr. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sarah, wer bist denn du? Wer bin ich? Das ist ja eine super Frage zum Anfang. Ich glaube, ein sehr großer Teil von mir ist Sarah, die Tänzerin, die einfach immer noch, obwohl ich das seit über 20 Jahren mache, das echt cool findet, zu tanzen und die traurig ist, wenn sie das nicht machen kann. Ein großer Teil von mir ist Choreografin, die es halt liebt, ihre eigenen Ideen auf die Bühne zu bringen. Und ein Teil von mir, ich dachte nicht, dass ich das irgendwann mal gerne sagen würde, ist auch Tanzlehrerin und Pädagogin, die gerne anderen Leuten dabei hilft, ihre vollen Potenziale auszuschöpfen. Und dann gibt es die private Sarah, die ist, glaube ich, nichts von dem, was alle anderen sind. Weil ich glaube, dass die meisten Leute mir gar nicht so glauben würden, dass ich eigentlich ein sehr schüchterner und zurückgezogener Mensch bin. Und das bin ich aber. Und ich glaube, ja, dadurch, dass mein Daily Life so nach außen ist, brauche ich halt sehr viel Rückzug. Und ich bin, glaube ich, der letzte Mensch, der freiwillig sagen würde, hey, jetzt lass uns heute mal Party machen. Sondern, es fällt mir auch schwer, in großen Menschengruppen einfach mich wohlzufühlen. Ich kann mittlerweile ein bisschen so tun, als wäre da alles okay für mich. Und so wie es dann ist, dann von außen habe ich dann trotzdem auch manchmal Spaß. So, das von außen kommt dann auch die Freude irgendwie zu mir rein, aber das ist nicht das, wo ich irgendwie meine Kräfte sammle. Ich brauche Zeit alleine oder auch so One-on-One-Time, damit ich mich wirklich auf jemanden konzentrieren kann, weil große Menschengruppen mich einfach überfordern. Und voll oft werde ich dann gefragt, ja, aber wie machst du das? Du unterrichtest, du choreografierst, du stehst aber mit Leuten da und das ist für mich halt voll der Safe Space, weil wenn ich unterrichte, bin ich halt alleine vorne und ich darf entscheiden, was da überhaupt passiert. Und es entscheidet nicht irgendjemand anderes für mich. Ja. Obwohl ich dich nicht als Control-Freak irgendwie wahrgenommen habe in den letzten, vielen Jahren. Auch 15 sind 15, ja, das ist krass. Nächstes mehr. Ja, seit 2009, glaube ich. Ja. Du bewegst und choreografierst Menschenmengen. Und das aus meiner Sicht aus einer sehr besonderen Art und Weise raus. Ich weiß nicht, wie das genau passiert ist. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Aber ich kann sagen, ich beobachte dich ja schon seit einer sehr langen Zeit als Choreografin. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Selbst in den ersten Jahren, wo das alles noch ein anderes Niveau hatte, was ja ganz normal ist. Ja. Aber ich glaube, da spielt viel Vertrauen und so eine gute Mischung aus Vertrauen zu deinen Leuten und so ein Wille. Und den Wille hast du auch auf deine Tänzerinnen übertragen können. Und das ist irgendwie so gewachsen. Und gerade dieses Vertrauen, ich habe mich ja nur ein bisschen mit der Tanzszene beschäftigt, aber das, was ich mitbekommen habe, gerade wenn es um eine Ausbildung geht, ist es ja heute immer noch eine sehr strenge und vielleicht auch verachtende, wenn ich das mal so böse sagen darf, Art und Weise. Und das war aus meiner Sicht, kann ich das sehr offen sagen, immer ein anderes Verhältnis. Ich glaube, das habe ich auch von anderen Tänzerinnen schon gehört. Also es sind ja meistens junge Frauen. Es gibt auch Jungs, die dabei sind. Aber das zeichnet dich aus meiner Sicht aus. Ja, danke schön. Wo kommt das her? Ich glaube, ich will einfach nicht ein Umfeld kreieren, in dem sich Leute nicht wohlfühlen. Und ich merke auch immer wieder, dass es für mich halt schlimm ist, weil ich muss halt trotzdem manchmal Leuten sagen, hey, du tanzt jetzt den Teil nicht oder streck deinen Fuß oder du machst es falsch oder ja, und das fällt mir schwer, da mache ich mir sehr lange Gedanken drüber und deswegen war es mir halt wichtig und ich glaube aber, dass es am Anfang gar keine bewusste Entscheidung war, sondern dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich fand es blöd, so behandelt zu werden und dann habe ich einfach versucht, das nicht zu machen. Und ich will gar nicht behaupten, dass ich da perfekt bin, weil bestimmt findet man da draußen, keine Ahnung, wie viele Leute, die jetzt sagen würden, ja, Sarah hat mich auch mal ungerecht behandelt, weil da sind ja immer sehr viele Emotionen drin verbunden, aber
wenn es jetzt darum geht, dass wir ein Stück machen, haben wir ja alle das gleiche Ziel. Es soll ein gutes Ergebnis auf der Bühne sein. Und ich glaube, dass das durch Vertrauen besser funktioniert als durch krasses Unterdruck setzen und Leuten sagen, dass sie doof sind oder so. Was ich aber schon mache, ist halt ganz klar kommunizieren, was meine Erwartungen sind und auch sagen, wenn die halt nicht erfüllt sind. Ja, und irgendwann habe ich auch beschlossen, es gibt schon Momente, wo ich mit Situationen krass überfordert bin, wo ich dann Angst hätte, unfair zu werden. Und dann gehe ich halt einfach kurz raus. Weil dann bin ich völlig überfordert und ich möchte dann nicht irgendwas sagen, vor allem vor vielen Leuten, was irgendwie unfair oder blöd wäre. Und dann ist, glaube ich, wichtig, kurz aus der Situation zu gehen. Ja. Kunst hat kein oder wenig Platz für Kompromisse, habe ich mal gehört. Und dementsprechend, ab wann hast du verstanden, dass du Kunst machst? Und eben auch diesen, aus meiner Sicht, Anspruch auf Perfektion für dich definieren darfst. Weiß nicht, ob ich das bis heute so verstanden habe. Weil ich immer noch das Gefühl habe, dass zu der Art, wie ich Kunst mache oder wie Dominik und ich Kunst machen, auch sehr viel Handwerk gehört. Ja, aber bei anderen Leuten wertschätze ich ja auch, wenn sie was auf die Bühne bringen und die Arbeit, die sie da reingesteckt haben. Und dann habe ich irgendwann angefangen, halt auch zu denken, so, ich habe da auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Dann sollte ich da auch irgendwie stolz drauf sein und halt es auch einfach Kunst nennen. Auch wenn mein Approach oder mein Hingehen zu bestimmten Dingen sich manchmal nicht so fancy anfühlt, wie andere Leute behaupten, es zu tun. Oder es vielleicht auch tun, das weiß ich nicht. Ja, weil ich irgendwann aufgehört habe, zu behaupten, dass das, was ich mache oder das, was wir machen, mehr ist, als es eigentlich ist. Also die meisten Entscheidungen, die man trifft, oder alle Entscheidungen, die man trifft, hatte ich es gestern noch mit meiner Mom drüber, kommen ja aus einem emotionalen Gesichtspunkt. Und man findet dann logische Erklärung dafür, warum man sich so entschieden hat. Und wenn ich mich halt in meiner Kunst für irgendwas entschieden habe, dann kann ich auch einfach sagen, ich habe mich dafür entschieden. Dann muss ich jetzt nicht noch im Nachhinein, wenn es den Gedankengang davor nicht gab, noch einen Gedankengang dazu erfinden. Sondern ich kann einfach sagen... Und dich rechtfertigen. Genau, so in die Richtung. Genau. Also, ja, und das ist auch so ein, ich glaube, so ein bisschen ein deutsches Ding, weil man immer das Gefühl hat, dass man erklären möchte, was man macht. Und ich würde mir einfach wünschen, also natürlich, wir schreiben auch Texte und Konzepte und Klappentexte für Stücke, was ja auch gut ist, ein bisschen einen Hintergrund zu haben. Aber ich glaube, eine Sache muss auch für sich selber stehen können, was nicht bedeutet, dass man jetzt ein Tanzstück verstehen kann, wie man eine Soap-Opera versteht. Aber dass man es halt trotzdem gerne anschaut, ohne das Gefühl zu haben, sich dafür rechtfertigen zu müssen. Ja. Ich finde trotzdem, alle Stücke, die ich von dir gesehen habe, und das sind fast alle, glaube ich, die waren im Gegensatz zu vielen anderen, und ich habe ja schon recht viele auch durch die Arbeit als Techniker gesehen, immer auch den Anspruch gehabt oder also ich fand, da war schon viel immer dabei, was man verstehen kann. Allein durch den Namen. Und auch die Art, wie du das einführst, allein die Musik, die du nutzt. Und wenn es dann nur die Energie ist und die Tragik oder die Dramaturgie, die aufgebaut wird, das hat immer schon auch eine Geschichte irgendwie transportiert, muss ich schon sagen. Kommt das vielleicht auch so ein bisschen daher, dass du hast mit Hip-Hop angefangen, oder? Ja. Und Hip-Hop besteht ja eigentlich nur daraus, wenn ich so richtig weiß, dass man die Musik, die man hört, interpretiert. Und ja, ich glaube, ich bin mittlerweile einfach eine Mischung aus vielem. Ich habe immer noch die Hip-Hop-Sarah in mir, die das Gefühl hat, alles muss musikalisch sein. Und dann gibt es auch so die zeitgenössische Contempt-Sarah, die sagt, hey, wie viel geiler wäre es, wir gehen einfach komplett dagegen. Und ich glaube, ich bin mittlerweile an einem guten Ort angekommen, wo ich einfach meine eigenen Entscheidungen respektiere und sage, ich will das jetzt halt so haben. Ist mir jetzt auch egal, ob alle anderen das cool finden. Ich finde es jetzt halt cool, ich möchte es jetzt gern so haben. Weil ich oder auch in der Zusammenarbeit mit Dominik, wir werden nie was machen, was allen Leuten gefällt. Und man kann einfach nur was machen, was einem selber gefällt. Ja. Weil alles andere, keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen es auf der Welt gibt, das wird einfach nichts. Oder fragt 10 Leute, wie sie es lieber hätten. Jeder wird dir was anderes erzählen. Ja, und deswegen einfach schon, dass man selber happy ist mit dem, was passiert. Hast du deswegen vorhin auch den Unterschied zwischen Handwerk und Kunst gebracht? Ja. Weil
mir fällt jetzt wenig Kunst ein, wo nicht auch Handwerk dazugehört. Aber es wird ja auch oft dann so ein bisschen der Unterschied gemacht, weil Handwerk ist sowas, wo man dann ein Produkt erstellt, was man nutzen kann. Und Kunst ist ja, wenn ich den Kunstbegriff so richtig kennengelernt habe, ist was für sich steht und keinen echten Nutzen haben muss. Ja, ich glaube, mir geht es dann in der Tanzwelt vor allem darum, dass ich gern mag, dass Tanz physisch ist, dass meine Leute auch auf eine gewisse Art und Weise trainiert sind. Dann wären wir beim Handwerk wahrscheinlich. Genau, dann wären wir beim Handwerk Ja. und viele Dinge, die wir machen, also wir machen auch viel Partnering, das heißt zu zweit, zu dritt, zu viert, erfordern halt auch eine gewisse Art von Technik, weil sonst halt jemand einfach von oben runter purzelt. Und das ist ein bisschen ein kontroverser Gedanke, weil ich versuche natürlich alles zu respektieren, was andere Leute tänzerisch tun. Aber für mich ist es wichtig, dass es nicht so ein zufälliges Produkt ist und dass nicht, oder dass es auf eine gewisse Art und Weise reproduzierbar ist. Und das ist für mich die Technik dahinter und das Handwerkliche dahinter. Und deswegen verbringen wir halt viel Zeit damit, nachdem wir die Ideen hatten, das Ganze halt zu putzen, heißt es auf Tänzersprache, also halt synchron zu machen. Oder wenn ein Teil halt nicht synchron ist, so zu machen, dass er halt nicht synchron ist. Oder die Sachen halt technisch so zu machen, wie wir sie halt gern hätten. Und trotzdem eine Freiheit in dem Ganzen zu behalten. Und es ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Und ich habe manchmal das Gefühl, vor allem in der freien Szene, dass viele Leute diese Freiheit ganz arg in den Vordergrund stellen. Und das ist einfach nicht meine Art, Dinge zu tun. Weil ich mag gerne diese Arbeit, wenn aus vielen Teilen ein Ganzes wird und nicht nur zufällig ein Ganzes wird, sondern dass ein reproduzierbares Ganzes ist. Jetzt kommt eine vielleicht freche Frage. Ja. Denkst du hast es jetzt im Ansatz erwähnt, denkst du, dass der ein oder andere Künstler oder der es vielleicht gerne wäre oder auch werden möchte, sich das dann vielleicht schön redet? Weil eine Ästhetik, egal was es ist, ein Bild, Musik, ein bildhauerisches Werk oder eben auch Tanz, aus meiner Sicht, klar, der Künstler entscheidet am Schluss, also so wie ich das kennengelernt, mein Onkel ist ja auch Bildhauer, der entscheidet irgendwann, oder ich habe auch mal selber ein Bild gemalt, du sagst halt irgendwann, okay, jetzt ist dieses Werk perfekt, jetzt darf ich auch nichts mehr machen, weil jetzt ist, und dann ist es Kunst. Vorher bist du noch am Gestalten. Und aber diesen Anspruch, glaube ich, könnte man theoretisch vielleicht einem Künstler auch anheften und sagen, du kannst jetzt nicht hier einfach nur sagen, ich will jetzt einfach nur frei sein, geht wahrscheinlich auch und dann ist es diese berühmten roten Spritzer an weißes und dann ist es Kunst. Aber vielleicht ist es ja doch mehr und ist es beim Tanz dann nicht auch so? Ich glaube, für mich ist es, dass viele von den Leuten, die mir zu unorganisierte Dinge tun, was einfach nur mein persönlicher Geschmack ist. Ich glaube, es gibt andere Leute, die das gut finden. Da war die Idee vielleicht gut, aber für mich wurde die Idee dann nicht konsequent durchgeführt. Und ich glaube, ich mag eine gewisse Konsequenz in den Sachen, dass man sagt, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen das so und daran arbeiten wir, dass wir das so machen. So wie der Bildhauer entscheidet, heute mache ich eine Skulptur aus Stein und dann ist es dieses Stück Stein und aus diesem Stück Stein macht er was. Ja, und ich glaube, es hat auch schon mit einem gewissen Sinn für Ästhetik zu tun. Ich will nicht, dass die Sachen, die wir machen oder die ich mache, unbedingt immer schön sind, aber ich will, dass sie eine gewisse Art von Energie haben. Und die Energie funktioniert für mich halt nur, wenn es auch geprobt ist und nicht nur zufällige Dinge passieren, glaube ich. Mega. Mir fällt gerade auf, in dem Zusammenhang, ich schreibe gerne Gedichte. Nicht oft, aber da ist es auch so, da drehe ich schon auch ein Wort um und setze sogar ein Komma. Und das ist mir nämlich jetzt auch gerade aufgefallen. Da bin ich auch pingelig. Das muss ich dann aus meinem Verständnis auch alles komplett bis zum Schluss und vom Aufbau her alles zusammenpassen. Weil erst dann wahrscheinlich auch diese Energie zustande kommt. So wenn ich ein Gedicht höre, was nur so halbfertig ist, das macht mich schon fast sauer. Ja, also ich glaube, ich bin da mit dem Alter, wie sagt man, weicher geworden. So. Früher konnte ich mir Dinge, die jetzt freier sind, wo man merkt, dass da viel Improvisationsarbeit drin ist, gar nicht anschauen. Aber was zum Beispiel mein eigenes Training angeht, wenn ich jetzt selber trainiere und jemand gibt Unterricht für mich,
Das ist jetzt auch sehr kontrovers. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich geschämt werde von der Impro-Tanzwelt. Aber dann will ich nicht, dass jemand 90 Minuten mich dazu bringt, zu improvisieren, weil das kann ich zur Not auch alleine machen. Also natürlich hat die Person vielleicht andere Ansätze und das würde mich woanders hinbringen, keine Ahnung was. Aber wenn ich zu jemandem gehe, will ich rausfinden, wie die Person sich bewegt und wie vielleicht auch der Intellekt von der Person Dinge vermittelt, weil ich das halt spannend finde. Ja. Und ich will aber auch lernen, wie die Person sich bewegt, weil es mir voll Spaß macht, meinen Körper anzupassen in jemand anderen. Ja. Und das kann ich halt mit reiner Improvisation irgendwie nicht so. Ja, und deswegen bin ich da, glaube ich, sehr spezifisch, was meine Trainingsauswahl angeht. Weil ich will, dass Leute mich da wirklich trainieren und nicht einfach 90 Minuten dafür sorgen, dass ich irgendwie mich bewege, wie ich mich bewege. Um da vielleicht einen friedlichen Bogen zu spannen, glaube ich ja trotzdem, jetzt auch nochmal, Kunst, zum Beispiel Jazz, steht ja für Improvisation. Ich habe dich auch schon improvisieren sehen. Ja. Und ich finde schon, dass wenn jemand vor Publikum, also wenn du es für dich machst, gerade im Tanz, kann man drüber diskutieren. Wir wollen jetzt aber nicht zu picky werden. Nein, gar nicht. Aber ich glaube, wenn du improvisierst, ist es ja trotzdem, weil wir jetzt gerade so hart waren mit Leuten, die einfach frei vor sich hin dudeln und dann vielleicht sich als die Künstler sehen, was ja auch in Ordnung ist. Ne? Ich sag gleich auch noch mal was dazu, aber sind wir uns einig, dass wenn du improvisierst und eben dann diese Energie aufkommt, weil du dich entweder auf die Musik oder auf die Stille, aufs Publikum, auf den Raum einlässt und dann eben du als Künstlerin mit deiner Fertigkeit auch, die ja durch das Handwerk kommt, dich den Ausdruck vermittelst? Ja, das kann, glaube ich, auch sehr besondere und spannende Momente haben. Eine Sache irgendwie improvisiert zu machen und auch zu improvisieren vor Publikum. Man weiß halt nur nie, was passiert. Und es gibt auch die Seite von mir, die das gerne hat, die sich gerne diesem Nervenkitzel aussetzt, dass man halt gar nicht weiß, was passiert. Aber es gibt halt auch die Seite von mir, die gerne, und das ist komisch, weil in meinem normalen Leben, ich bin der unordentlichste Mensch der Welt, die gerne Dinge aufräumt und die gerne optische Unruhe beseitigt. Und gerne, ja, vielleicht ist es auch, dass ich gerne Leuten sage, was ich gerne hätte, was sie machen, ich weiß es nicht. Aber die halt irgendwie gerne ein Endergebnis hat. Aber trotzdem, ich sage nicht, dass es nicht Spaß machen kann und ich sage auch nicht, dass es nicht bereichernd sein kann für Menschen. Ich sage nur, für mich, für Bühnenstücke mag ich halt Dinge, die eine gewisse Arbeit erfordern, die auch auf Synchronität und Timing und so beruht. Ja. Das heißt, ich möchte jetzt auch nichts irgendwie so offen stehen lassen, Kunst ist frei und jeder darf machen, ich was er habe möchte. Respekt für jede Person, die sich entscheidet, sich vor Menschen zu stellen und was von sich zu zeigen. Weil das ist halt ein riesiger Schritt und da einfach offen zu sein. Und ich bin auch der Mensch, der, wenn ich mir eine Performance anschaue, und ich kenne die Leute, selbst wenn ich sie nicht kenne, aber sie laufen an mir vorbei, gratuliert und sagt, hey, das war cool, weil ich einfach versuche, die Leistung zu wertschätzen, die da dahinter steht. Und manche Dinge sind halt mein persönlicher Geschmack und berühren mich. Und manche Dinge sind halt nicht mein persönlicher Geschmack, aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem die Leistung wertschätze. Ist es trotzdem in Ordnung, Kunst zu bewerten? Ich glaube, wir haben alle unsere Bewertungsskala im Kopf. Und es ist ja auch so, heutzutage versucht man ja auch Leuten, wenn man ein Kompliment macht, halt nicht zu sagen, hey, du siehst heute hübsch aus, sondern zu sagen, hey, deine Energie gefällt mir heute. Also es nicht mehr so auf diese bewertende Schiene zu geben. Ich glaube trotzdem, dass es passiert im Kopf. Ich glaube, dass es manchmal hilft und das ist auch eine Sache, die ich mit meinen Studenten mache, wenn wir Choreografieunterricht haben. Mal Dinge zu beschreiben, anstatt sie zu bewerten. Also zu sagen, was siehst du? Vielleicht sogar, wie hat es sich angefühlt, aber halt nicht zu sagen, ich fand es gut, schlecht, so oder so. Weil man da mal merkt, wie beschränkt der eigene Wortschatz ist, Dinge zu beschreiben, ohne sie zu bewerten. Und eine Bewertung kann kommen und die
Ist halt einfach so. Also ich glaube, trotzdem sollte man immer, wenn man die dann äußert, es halt auf eine respektvolle Art und Weise machen und auch vorher, bevor man einem Künstler oder einer Künstlerin Feedback gibt, vorher fragen sie, hey, hättest du denn gern Feedback und nicht einfach da rein Ungefragt ist auch so ein Thema, ja. Genau, das ist halt auch so dieses Social-Media-Ding. Wenn du da was postest, also thank God, ich hatte noch nie irgendwie, dass Leute, also entweder sagen sie halt was Nettes oder die sagen halt nichts. Aber da passieren schon manchmal Dinge, wo ich mir denke, so, sag doch dann einfach nichts. Also wenn es dir nicht gefällt, ist doch völlig in Ordnung, aber das muss doch nicht der Rest der Welt mitbekommen und du musst doch jetzt niemanden verletzen dadurch, weil was ist der Mehrwert davon? Weil du läufst ja jetzt auch nicht in einer Ausstellung rum, suchst jemanden, dessen Bild du jetzt vielleicht nicht so hübsch findest, zerrst ihn an der Nase dahin und sagst, hey, warum hast du dieses Rot ausgesucht? Das finde ich hässlich. Also das sind halt einfach so Manieren, die irgendwie da ganz komisch verloren gegangen sind. Und deswegen, ich glaube, man darf Kunst bewerten, aber eine gewisse Art von Respekt sollte immer noch da sein. Und eine Bewertung ist, wenn mir was nicht gefällt, schaue ich woanders hin. Und wenn mir was gefällt, kann ich es der Person ja auch einfach sagen. Am Ende geht es ja wie fast bei allem um Sicherheit, oder? Ich glaube, auch oft verstehen die Leute nicht oder man muss ja auch nicht alles gut finden. Man möchte sich ja irgendwie einordnen. Ja, ich glaube, eins der Stücke, das mir in meinem Leben, und da will ich eben nicht sagen, am meisten gefallen hat, aber es hat mich sehr berührt. Und es war nicht, dass ich danach rumgelaufen bin und gedacht habe, boah, wie geil war das, sondern es hat mich richtig runtergezogen. Ich musste dann erstmal was aufschreiben, weil es war eine richtig krasse Erfahrung und es hat halt sehr in mir gearbeitet. Und das heißt eben nicht, dass unbedingt, es war halt nicht in der Kategorie gut und schön, es war halt so in der Kategorie krass. Was du gesehen hast oder selber ein eigenes Was Stück? ich gesehen habe. Okay. Ja, meine eigenen Stücke tanze ich ja meistens selber, die sehe ich dann nicht so live. Und ich schaue auch nicht. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich immer noch selber tanze, ist, weil ich hasse es, meine eigenen Stücke live anzuschauen. Echt? Bis zur Generalprobe geht voll, weil dann kann ich ja noch Notes geben, also da kann ich noch was dran tun. Und sobald das eben mein Kontrollmenschen verlässt, kriege ich Zustände. Mir geht es da immer nicht so gut. Wir reden gleich über die Performance, aber ich habe noch eine Frage, die brennt mir gerade auf der Lippe und die schließt dieses Bewertungsthema so krass ab. Achtung, jetzt kommt's. Okay. Was ist der Unterschied zwischen Sascha Walz und Helene Fischer? Zwischen Sascha Walz und Helene Fischer? Boah, das ist eine gemeine Frage. Vielleicht auch in diesem Zusammenhang. Ja, ich kann noch mal mit den Gemeinsamkeiten anfangen. Es sind beides sehr erfolgreiche Frauen, die ich auch beide auf sehr verschiedene Arten inspirierend finde. Und das eine ist halt schön und das andere ist meiner Meinung nach ein Stück weit ehrlicher. Und jetzt kann sich jeder überlegen, was ich mit was meine. Also Helene Fischer ist für dich eher schön und Sascha Walz ist für dich eher ehrlicher. Helene Fischer ist für mich das, was man auf Social Media postet. Und Sascha Walz ist auch nicht das, was hinter verschlossenen Türen passiert, weil es ist ja kuratiert, aber also da kommt ja auch nichts auf die Bühne, was man vorher nicht geprobt hat. Aber ein Stück weit roher und nicht schon in Häppchen zugeschnitten. Ist für dich beides Kunst? Ich glaube schon, weil in beiden steckt sehr viel Arbeit. Und es sind halt einfach verschiedene Ausprägungen, was man gerne mag und was einen inspiriert. Und ja, ob man ein bisschen, ich will nicht sagen, mehr Arbeit investieren möchte, um was zu verstehen, aber ob man eben auch diese unbequemen Momente in Kauf nehmen möchte. Oder ob man es gerne bequemer hat. Und ich finde aber völlig legitim, da einfach zu entscheiden, wie man es gerne haben möchte. Weil es gibt auch Momente in meinem Leben, wo ich es gerne wirklich bequem habe und wo ich absolut keine Lust habe, über irgendwas Tiefgründiges nachzudenken. Aber mit den beiden zu arbeiten, war beides nicht bequem, kann ich mir vorstellen. Ja. Also beide Welten sind so Welten. Wenn ich da heute drüber nachdenke, bin ich schon froh, dass ich auch viele meiner eigenen Dinge mache. Also nicht, dass es schlimme Erfahrungen waren, aber ich habe halt einfach schon gemerkt, was ich gerne machen möchte. Weil diese kommerzielle Welt ist eben nicht mein Ding. Ich möchte, das klingt immer so blöd, aber ich musste irgendwann entscheiden, gehe ich dafür, verändere ich Dinge an mir, um da irgendwie besser
reinzupassen. Und ich glaube nicht, dass es so krass aktiv war, aber ich habe mich dagegen entschieden. Weil ich auch, als ich dann dort war, und es waren krasse Choreografen, mit denen ich gearbeitet habe, aber ich einfach gemerkt habe, irgendwie will ich meine eigenen Sachen machen. Hast du dich auch ein bisschen verkauft gefühlt? Na, TänzerInnen waren da halt schon auch so ein Stück weit das Ende der Nahrungskette. Also auch als ich noch ein paar andere kommerzielle Jobs gemacht habe, dann lernst du halt eine Version, das sieht eigentlich nice aus, dann sagt der Regisseur, da hängen ein paar Strapaten, mach mal was an den Strapaten und dort ist noch nie so ein Ding in der Hand. Und im Endeffekt sieht man 2 Frames von dir und natürlich hast du damit Geld verdient, aber du hast halt so viel mehr geprobt, als das, was dann im Endeffekt auf die Bühne kommt. Und das ist halt traurig. Also, und mir geht es gar nicht darum, ich finde es nicht schlimm, Artists zu unterstützen. Ja, aber da halt einfach Wertschätzung auch zu spüren. Ja, und so auf der anderen Seite, Sascha Waltz ist halt sehr konzeptionell. Und ich glaube, das Einzige, was mir da ein bisschen gefehlt hat, war die Physis von dem Ganzen, was komisch ist. Ja, weil, also ich meine, in der Produktion, in der ich getanzt habe, haben wir auch nicht so viel getanzt und das halt, ich mag gerne schwitzen. Also mir geht es irgendwie besser, wenn mein Kreislauf ein bisschen durcheinander gebracht wird. Ja, ich glaube, das hat mir da gefehlt. Also so, und ich glaube wirklich, dass ich so eine ganz komische Mischung bin aus all diesen Einflüssen, weil ich habe definitiv dieses kommerzielle Dings in mir, dass ich halt auch mal will, dass Dinge einfach cool aussehen. Und trotzdem finde ich es halt auch cool, ein nices Konzept zu haben, was jetzt über cool aussehen hinausgeht. Und ich glaube, da muss halt jeder einfach sein Gleis finden, das halt genau dorthin fährt, wo man es halt haben möchte. Und vielleicht denke ich da auch in 3 Jahren ganz anders drüber, das weiß ich nicht. Also aus meiner Sicht, der das ja immer beobachten durfte, bilde ich mir ein bisschen ein, dass du, weil du natürlich da Inspiration mitgenommen hast, von der einen diesen Entertainment-Faktor, den du ja auch hattest vorher, aber vielleicht hast du mehr noch ein bisschen akzeptieren und können. Und entertainen heißt ja jetzt auch übersetzt in deine Welt nicht unbedingt, dass das immer Glanz und Gloria sein soll, sondern vielleicht auch einfach nur beeindrucken, vielleicht ein bisschen lauter, ein bisschen schriller sein darfst und vielleicht von Sascha Waltz gelernt habt, Räume nochmal ganz anders zu nutzen, weil das ist ja, da ist sie ja wahnsinnig drin, wahnsinnig groß. Sie braucht vielleicht auch nicht diese unglaublichen Bewegungen und so, Synchronität natürlich schon. Und aber auch diese Asynchronität hat sie ja auch auf die Spitze getrieben. Ja, und halt eben auch dieses Unangenehme. Also ich meine, wir waren da im ZKM oben ohne die meiste Zeit. Weiß. Und das ist schon was, so hätte da jemand zu mir gesagt, mitten auf der Kaiserstraße hier in Karlsruhe, zieh dich mal aus, wäre ich gewesen. Ja, mein Gott, das haben jetzt eh schon 200.000 Leute gesehen, ist mir auch egal. Aber das war auch ein ganz komischer Prozess dann halt, der so mit mir passiert ist, dass mir mein eigener Körper zu dem Zeitpunkt relativ egal war. Also in der Inszenierung? In der Inszenierung, ja. Oder zu der Zeit? Zu der Zeit, weil du gewöhnst dich dann irgendwie so daran, was du da halt machst. Also das hat mir auch wieder krass gezeigt, dass der Mensch halt so ein Gewohnheitstier ist, weil jetzt würde ich mich nicht auf der Kaiserstraße einfach so ausziehen. Ja, das ist ganz komisch. Du hast jeden Tag, oder ihr habt da irgendwie mehr... Ja, 4-mal die Woche haben wir gespielt. Und halt auch mehrere Rotations am Tag. Ja, das war schon krass. Ein wildes Ding. Und jetzt machst du deine eigenen Sachen. Ja. Die haben sich krass entwickelt. Also ich empfehle es jedem, sich das mal anzutun. Was mir vorhin aufgefallen ist, du hast gemeint, für 2 Minuten oder manchmal sind es auch nur 10 Sekunden und du probst wahnsinnig viel. Ein Grund, warum wir vor Jahren mal einen Film zusammen gemacht haben, war, weil ich gesagt habe, ich finde es verrückt, dass du 1 Jahr lang vorbereitest für 2 Vorführungen. Damals noch die lange Nacht der kurzen Stücke, 10 Minuten, 2x 10 Minuten und dafür probst du 1 Jahr. Ja. Oder wir haben schon im Januar manchmal uns getroffen und du hast mir erzählt, dass du ein neues Stück hast, also dann waren es vielleicht 9 Monate. Ja. Und mit deinen Tänzern, also das war ja auch eine wahnsinnige Vorbereitung für 10 Minuten 2-mal. Ja. Also das ist aber ein bisschen besser geworden. Ist ein bisschen besser geworden, aber da... Ja, ich halt große Gruppen liebe und auch Dominik immer ein bisschen dazu zwinge. Nee, ich glaube, er macht schon auch gerne. Aber große Gruppenbilder, viele Menschen auf der Bühne, ich mag das einfach gerne. Weil
selbst in der freien Szene, das gibt es halt nicht so oft. Und wir haben da halt Glück, dass wir auch Leute haben, die das halt nicht nur für Geld machen. Das darf man eigentlich auch so nicht sagen, ne? Also wir haben halt... Doch, finde ich schon. Die Technik. Die Technik, immer die Technik, gell? Ja. Einmal, das sage ich jetzt ganz öffentlich, hat der Alex mich im Dunkeln stehen lassen als Lichttechniker. Und ich glaube, das war sogar mehrmals. Sogar mehrmals. Nee, einmal nur. Ich kann mich Einmal nur an einmal so krass. richtig krass erinnern. Da habe ich nämlich ein Solo getanzt und davor hat mein damaliger Partner auf der anderen Seite ein Solo getanzt und ich glaube, Alex war so geflasht von dessen Solo, dass er einfach das Licht auf meiner Seite nicht angeschalten hat. Aber ich habe dann trotzdem getanzt. Ja. Und ich war nur ein bisschen böse. Ja. Ja. Zu ihm hatte ich am Workshop mal gesagt, ja, dass er sich bitte oben ohne auszieht. Ja. Und das hat er dann gemacht? Nee. Doch. Ah ja. Ach, und deswegen hast du das Licht bei mir nicht angeschalten? Nee, aber das hat dazu gepasst. Oh um einfach nur ein paar Gerüchte zu streuen. Ja, ein paar Gerüchte, wunderbare Gerüchte. Oder habe ich das so dumm? Nee. Ist auch egal. Ist auch wurscht. Ja, wir waren ja bei was ganz anderem. Ja, ich weiß gar nicht mehr wo. Wir kriegen es immer hin, oder? Ja. Jetzt bin ich zwar ein bisschen aufgeregt und das ärgert mich natürlich, aber die Technik ist nie perfekt. Ja, kein Stress. Wer es dann schon so weit geschafft hat, der hält auch kurz 2 Minuten ohne Video aus und dann geht es einfach wieder von vorne los, oder? Ja. Ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Produktion. Ja. Genau, dass wir immer sehr lange auf eine Sache hinarbeiten und die dann gefühlt nur so einen Tag irgendwie passiert. Auf die Bühne bringen. Ja. Ja, wir würden die Sachen gerne öfter zeigen. Es ist halt immer sehr schwer, so viele Menschen, ich glaube, jetzt sind wir gerade 18 TänzerInnen auf der Bühne, halt an einen Ort zu bekommen, dass sie auch alle proben können. Plus halt das Logistische und plus halt auch irgendwie genügend Geld zu bekommen, dass man zumindest die Leute, die halt davon leben, irgendwie bezahlen kann. Das war jetzt auch, glaube ich, der letzte Ansatz, wo du gemeint hast, wo ich dir widersprechen wollte. Weil du gesagt hattest, dass nicht alle damit Geld verdienen. Zumindest nicht in allen Produktionen, ja. Ja. Also, genau. Es würde nicht funktionieren, wenn alle Geld bekommen würden. Genau. Und das ist ein ganz schwerer, sehr unangenehmer Punkt. Wir haben halt viele Leute, die das hobbymäßig machen, viele Leute, die das hobbymäßig machen, die es auch beruflich machen könnten, aber die sich halt einfach entschieden haben, dass sie nicht diesen Weg gehen. Und wir haben halt ein paar Leute, die davon leben und die es halt nur machen können, wenn sie halt Geld dafür bekommen. Ja. Die dann aber halt auch mehr da sind. Das heißt, dann werden die halt bezahlt. Aber das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Weil ich gern alle bezahlen würde. Aber man halt auch manchmal merkt, eine gewisse Professionalität kommt halt auch damit, wenn man schon viel Erfahrung hat, Dinge zu tun. Ja. Wir haben die Diskussion im Jazzclub auch. Also in dem Fall mit Technikern. Ja. Da gibt es halt welche, die spenden das sozusagen, weil die Leistung, die sie bringen, ist ähnlich wie die das vielleicht beruflich schon seit vielen Jahren machen, aber dann ist es vielleicht auch nicht gleich. Und vielleicht ist die Zuverlässigkeit dann auch was anderes, obwohl das bei dir was anderes ist. Also du musst dich ja auf die Leute verlassen. Ja, und trotzdem, das ist einfach wirklich ein schwieriges Thema. Wir hatten 2022 auch ein großes Stück, wo wir sehr viel Förderung hatten, wo wir unsere 10 Haupttänzer alle bezahlt haben. Und da habe ich auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Mit den Profis? Es waren dann nicht nur Profis, sondern also wir haben du dann sagst halt auch, nichts, was du nicht sagen möchtest. Nein, ich sage nichts, was ich nicht sagen möchte, aber wir haben dann teilweise halt auch Leute bezahlt, die wir davor nicht bezahlt haben, die einfach so Projekte mit uns gemacht haben, weil sie da Bock drauf hatten. Und es hatte bestimmt auch andere Gründe, aber der Stimmung an sich hat es nicht so unbedingt gut getan. Das unterstreicht da so ein bisschen meine Theorie. Also ich bin nicht jemand, der sagt, jemand soll kein Geld für die Leistung bekommen, aber ich hatte kürzlich auch so eine Diskussion mit einer Institution, wo es auch darum ging, dass ich in einem Fall mal ein bisschen mehr Geld verlangt hatte, weil ich in dem Fall gedacht hatte, es ist eine kommerzielle Veranstaltung, weil immer wenn es kommerziell ist, das ist ja so ein bisschen auch wie Shootings. Für Künstler mache ich das gerne so, aber sobald das so damit selber Geld verdient wird, möchte ich halt auch so. Und da muss halt jeder so ein bisschen seine klare Grenze ziehen. Und ich finde es aber auch völlig legitim, wenn
in bestimmten Bereichen die Leute das eben aus Hobby machen. Und es gibt ja sehr, sehr krasse. Ja. Oetikheim zum Beispiel lebt ja auch davon, dass da der ganze Ort da mitspielt. Ja. So, also das gibt es ja in ganz vielen Fällen oder Chöre, die wahnsinnig gut sind und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, man muss da einfach sehr dankbar sein und halt gucken, dass die Leute auch immer noch Spaß daran haben. Mhm. Und das ist halt ein sehr schmaler Grat. Aber ist das nicht eine Motivation für dich? Und das macht es vielleicht auch gerade nochmal besonders? Auf jeden Fall, die Kombi ist schon gut. Mhm. Es ist, und es bringt den Hobbyleuten auch total viel, mit professionellen Leuten zusammenzuarbeiten, weil die ja dann besser werden. Es ist halt einfach nur, du hast halt manchmal das Gefühl, oder ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn jemand das hobbymäßig macht, dass du dann nicht die Leistung erwarten kannst, die du von anderen Leuten erwartest. Mhm. Und wenn du aber halt eine Bühnenproduktion machst, musst du halt eigentlich von allen erwarten, dass sie halt ihren Shit wissen. Sorry für das Wort. Ja. Und das ist immer sehr schwer für mich, weil ich dann halt ein schlechtes Gewissen habe, weil ich mir halt denke, ich würde dir eigentlich für deine Zeit gern was geben, weil du schenkst uns oder mir deine Zeit. Mhm. Aber ich kann halt nicht. Mhm. Und trotzdem verfolgen wir halt alle gemeinschaftlich ein Ziel. Und ich bin irgendwie auch in Charge dafür, dass dieses Ziel erreicht wird. Mhm. Und dann muss ich halt trotzdem eine gewisse Leistung erwarten. Und das ist halt ein sehr schmaler Grat, das irgendwie gut zu machen. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung. Okay. Weil es gibt viele, die einen guten Job haben und das ist dann aus meiner Sicht sowas wie eine Subvention. Ja. Und also viele deine Tänzerinnen, ich kenne die ja auch so ein bisschen und weiß, die haben einen guten Job oder so und kommen aus guten Verhältnissen, sagen wir es mal so. Und da leiden ja auch eher vielleicht sogar die Partnerschaften mehr wie der Geldbeutel. Kann man ja vielleicht auch so sagen. Aber sie tun es einfach, weil weil sie ja auch was zurückbekommen. Und es gibt halt irgendwie nichts Niceres, als mit vielen Leuten auf einer Bühne zu stehen und zusammen was zu machen und zusammen was zu erschaffen. Also egal, ob du da jetzt als Choreografin involviert bist oder als Tänzerin, also für mich persönlich. Mhm. Und ich glaube, man ist da halt auch stolz drauf und man macht das gerne. Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass für eine Privatperson kann das sowas wie unbezahlbar sein. Ja, das stimmt. Also aus meiner Sicht ist es okay. Okay. Das sagt derjenige, der immer Geld dafür bekommen hat bis jetzt. Wenn du bei uns getanzt hast, ja natürlich. Ja, natürlich. Bei Hans habe ich mal getanzt. Ja. Wunderbar. Ich auch. Warst du da dabei, als ich erschossen wurde? Wurde ich erschossen? Ich bin auf jeden Fall gestorben. Ja, bei Hans sind sehr viele wilde Dinge passiert. Hätten wir das auch abgecheckt? Hätten wir auch abgecheckt, was da so passiert ist, ja. Jetzt würde ich noch gerne ein bisschen über die Art und Weise, wie du choreografierst und vielleicht auch tanzt, sprechen. Ja. Weil mich fasziniert es schon von Anfang an, wie du daran gehst. Weil du hast vorhin gemeint, die Menschen sollen gar nicht so viel wissen, aber ein bisschen Beschreibung ist schon gut. Aber es steckt da unglaublich viel dahinter. Ich werde es nie vergessen, wir haben uns irgendwann mal im Kaffee getroffen, dann hast du dein Notizbüchle aufgeschlagen und dann waren Seiten vollgeschrieben und du hast mir dann schon erklärt, wer wie tanzt. Du wusstest schon alles und das war 7 Monate bevor der Auftritt war. Ja, ich glaube, ich bin eine ganz komische Mischung aus sehr zwangsgesteuert, was so Dinge angeht und dass ich auch eine Drucksituation brauche. Also was ich auf jeden Fall brauche, bevor ich vor Leuten stehen kann und zu choreografieren, ist irgendwie eine Idee, was für eine Musik ich verwende. Mhm. Und ich muss die auch schon ein paar Mal gehört haben. Ja, und auch in der Zusammenarbeit mit Dominik haben sich ein paar Dinge verändert, weil wir jetzt halt zu zweit sind. Da muss man schon Dinge nochmal anders vorbereiten, weil Partnering kann man auch spontan machen, aber geht nicht so gut. Da hatte ich jetzt auch gerade eine sehr lustige Situation. Die Ausbildung, die ich unterrichte in Stuttgart, da war relativ spät, glaube ich, für die jetzt noch ein Stück machen soll oder nicht. Und dann habe ich sie halt auch entscheiden lassen, welches Lied ich nehme. Es war beides von Adele, das heißt, ich kannte halt beide Lieder ganz gut. Und dann wurde ich 3-mal gefragt, ob ich das jetzt gerade spontan mache. Und ich bin so, ja, ich mache das spontan. Ich glaube, was ich brauche, ist so ein Anfangsgedanke oder ein Anfangsgefühl. Und dann gehe ich einfach damit. Aber dieser Anfangsgedanke und dieses Anfangsgefühl, das braucht halt sehr, sehr viel Vorbereitung. Und es muss nicht unbedingt spezifisch sein für das Stück, aber ich muss halt ein gewisses Vertrauen in mich selber und in die ganze Sache und auch in die Leute haben. Also ich muss die so ein bisschen kennen. Und ich meine, als wir uns damals getroffen haben, ja, keine Ahnung, 10, 15 Jahre her, da musste ich die Dinge noch anders vorbereiten, als ich es heute muss. Weil ich mittlerweile einfach weiß,
dass ich ganz gut darin bin, Gruppen an Menschen aufzuräumen, selbst wenn ich vorher keinen Plan habe, was ich mit denen mache. Mhm. Was nicht heißt, dass ich nicht einen relativ großen Plan habe, so ich weiß, will ich, dass es so und so aussieht. Also ich weiß eine Ästhetik davon, ich weiß eine Musikalität davon, aber ich weiß manchmal, oder ich kann mir super schlecht vorstellen, wie 18 Leute jetzt was zusammen tanzen, weil wie soll ich mir das denn vorstellen? Das kann mein Gehirn einfach nicht. Also das ist so, räumliches Denken ist nicht mein Ding. Crazy. Und deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht, wenn jetzt jemand fehlt in der Probe, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch eine Person ist, sondern ich kann halt immer nur mit denen arbeiten, die halt da sind. Aber es ist schon heute auch noch so, vor allem wenn Zeitdruck ist. Wir hatten einen Auftritt bei der Dolach Art und wir hatten dafür nur, ich glaube, 6 oder 7 Proben. Und dann haben wir halt was gemacht auf eine Version von Sommer von Vivaldi, was halt jeder kannte. Und da habe ich mir halt minutiös aufgeschrieben, wann ich will, dass was passiert. Das heißt, und da habe ich mir auch Aufstellungen aufgeschrieben und weil ich halt einfach wusste, ich muss das in 1,5 Stunden durchpushen und dann müssen die Leute wissen, was da passiert. Also es ist einfach das schon... Stück ging 1,5 Stunden? Nee, die Probe ging 1,5 Stunden, das Stück ging 10 Minuten. Und ja, ich bin so eine deswegen ganz komische Mischung aus, ich muss so lange über Dinge nachdenken, bis ich eine Lösung habe. Also was mache ich in der Probe, wann mache ich das in der Probe, was will ich, dass das für ein Stück ist. Aber dann kann ich relativ spontan irgendwas mit irgendwelchen Leuten machen, wenn ich mich einigermaßen wohlfühle. Und das hätte ich früher nie zugegeben. Und ich hoffe auch, das hört eigentlich keiner von den Leuten. Ja, aber das ist mir... Ich weiß nicht, wie zu sagen soll. Manchmal gefallen mir eben die Dinge, die ich spontan mache, wenn ich so ganz arg unter Druck stehe, besser, als wenn ich jetzt schon mir vorher ganz viel Bewegungsmaterial überlegt habe. Aber brauchst du die Sicherheit für die Spontanität, um da auch frei zu sein, weil du ja für dich sozusagen im Backup was schon zurechtgelegt hast? Genau. Ich weiß immer, wenn ich in dem Moment nicht kreativ sein kann, gibt es immer irgendwie eine Backup-Lösung, mit dem ich anfangen kann. Dass du weißt, zur Not kann ich das und das machen und damit anfangen. Und es gibt auch Momente, wo ich mich blockiert fühle und wo ich nicht weiß, was ich da jetzt machen soll. Und dann das darf man eigentlich niemandem sagen, aber dann ist immer der Move einfach zu sagen, ich muss kurz auf Toilette, dann sortierst du dich da neu, überlegst jetzt kurz irgendwas, was du machen kannst. Und meistens, wenn der Ball einmal so ein bisschen im Rollen ist, dann rollt er irgendwo hin oder dann weiß man zumindest, wo man nicht möchte, dass er hinrollt und schubst ihn dann halt ein bisschen in die andere Richtung. Ja, und das klingt jetzt sehr zufällig, aber es ist dann komischerweise trotzdem nicht so zufällig, wie das sich jetzt anhört. Ja. Wie sehr hat dir die Zusammenarbeit mit Dominik da geholfen? Weil da musst du dich ja dann auch nochmal abstimmen, nicht nur mit dir selber, sondern mit jemand anderem, der ja auch aus einer ganz anderen Richtung kommt. Ja. Vielleicht kannst du Dominik mal kurz vorstellen. Genau, Dominik Hörst ist mein Tanzpartner, mehr oder weniger, mit dem wir eben zusammen Stücke machen. Jetzt mittlerweile schon seit 2020. Ja, und mit jemandem künstlerisch zu arbeiten, ist echt eine crazy Sache. Weil da zeigt man Dinge von sich und sieht auch Dinge vom anderen, mit denen man irgendwie nicht rechnet. Und man muss auch, ich glaube, immer wieder neu lernen, miteinander zu arbeiten. Und Dominik ist der strukturierteste Mensch der Welt, was solche Probensachen angeht. Und er hat zum Beispiel ein sehr gutes räumliches Denken und überlegt sich dann vorher mal Sachen. Und ich meine, er hat Kunst studiert, malt es dann auf und keine Ahnung was. Und es sieht alles immer ganz schön aus. Und ich bin halt so ein bisschen die Chaos Queen, die schon ihre Sachen aufschreibt, aber die halt das jetzt nicht so aufbereitet. Ja, aber verstehst du, wenn er dir das aufmalt, was er meint? Oder musst du es dann mit den Menschen trotzdem sehen? Ich glaube, wir haben trotzdem einen relativ ähnlichen Sinn für Ästhetik, sonst könnten wir, glaube ich, nicht zusammenarbeiten. Und einen relativ ähnlichen Sinn von, welche Energy wir gerne hätten, jetzt im Groben auf der Bühne. Ihr habt ja auch eine eigene Sprache eigentlich, wenn man euch zuhört. Das ist ja auch ein Kauderwelsch aus Badisch, Deutsch und Englisch. Ja, genau. Also man lernt sich natürlich schon ganz gut kennen. Und es ist mir als Control-Freak am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, ihm auch einfach mal das Ruder zu überlassen. Obwohl wir gesagt haben, dass wir miteinander arbeiten, hatte ich immer das Gefühl, dass... Also die Sache ist dann halt nicht nur meine, sie ist unsere.
Und sich daran zu gewöhnen, das war auch schon echt ein großes Learning. Und ich darf vielleicht auch verraten, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass er kam ja aus der Akrobatik und also zeitgenössischer Tanz, den hast du ihm ja, wenn ich das richtig weiß, auch nahegebracht. Ja, auch andere Leute noch. Und er hat auch, und er ist halt super spannend für mich, weil aus ihm kommen halt ganz krasse Bewegungen raus, die jetzt aus, ich will das immer nicht so despektierlich sagen, den 0815-TänzerInnen nicht rauskommen würden. Und das ist halt voll spannend für mich, weil er macht dann irgendwas und er ist halt nicht durch 3 Jahre Tanzausbildung gegangen wie ich, wo einem gesagt wurde, das ist richtig und das ist falsch, sondern er hat einfach beschlossen, da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Und das war am Anfang für mich dann auch voll spannend. Ich so, das kann man so nicht machen. Und er so, ja, aber warum nicht? Das ist doch auch zeitgenössischer Tanz. Und ich so, ja, stimmt, weil eigentlich behaupte ich das für mich auch. Ja. Und das war dann halt total schön, wie das da halt so ineinander greifen kann. Ja. Und er hat halt auch super konzeptionelle Ansätze. Und es ist auch gut, sich mit jemandem auseinandersetzen zu können. Und nicht immer alleine vor allen Leuten zu stehen. Weil manchmal fühlst du dich dann schon in so einem Probenprozess, der über Monate geht, fühlst du dich krass alleine, weil wenn du in der freien Szene arbeitest, bist du halt dein eigenes Mädchen für alles. Und wenn du halt willst, dass es geil wird, also vielleicht hast du, wenn es gut läuft, noch eine Produktionsassistenz, einen Grafiker und jemanden, der filmt, aber das war's dann halt auch. Und du musst dich halt um alles selber kümmern und noch eine zweite Person zu haben, die genau gleichberechtigt ist wie du. Und aber anders gestrickt. Anders gestrickt, aber die genauso auch möchte, dass es halt was Nices wird. Das ist echt cool. Du bist seitdem vor den Aufführungen und danach entspannter. Ja, das ist gut. Und auch in den Proben. Ja. Definitiv. Also. Ja, es ist halt auch wenn du selber nicht ganz auf der Höhe bist oder dich nervt, was zum Beispiel jetzt am Samstag hatten wir in der Probe eine Situation, wo ich gesagt habe, hey, das finde ich blöd. Und er so, hey, kein Ding, wir finden später eine Lösung dafür. Einfach nur, dass jemand halt sagt, so, Schätzelein, bist jetzt nicht alleine. Ja. Passt schon, wir kriegen das hin. Das ist halt, auch cool. Cool. Wo siehst du dich und ihr euch vielleicht, das kannst du ja gerne trennen, in der Zukunft? Boah, keine Ahnung. Hast du irgendwie sowas, was du noch erfüllen willst, künstlerisch? Oh, ich will schon gern touren. Mit eigenen Sachen. Irgendwie dachte ich, jetzt ist dann bald mal mit mir vorbei tänzerisch. Da weiß ich jetzt irgendwie noch nicht, was da so die Entscheidung ist über die nächsten Jahre. Weil ich mache es halt immer noch super gern, aber ich habe halt einfach Angst, dass die Leute irgendwann denken, was ist mit dir los? Ja, so ein 5-Jahresplan ist immer schwierig. Nein, um Gottes Willen, aber du hast ja bestimmt vielleicht noch ich muss mal kurz, Ja, läuft noch? Ja, du hast doch bestimmt noch irgendwie Träume. Irgendwas, was du auf jeden Fall mal gern machen würdest. Ja, ich glaube, so ein Ding, was ich gern machen würde, wäre zurück in meine Ausbildungsschule gehen und entweder mit Dominik zusammen oder alleine für die ein Stück machen. Weil ich war da nicht, seit ich meine Ausbildung gemacht habe, weil das halt irgendwie eine schwierige Erfahrung für mich war. Und die haben auch mittlerweile eine neue Leitung. Aber das wäre trotzdem für mich so ein Full-Circle-Moment, glaube ich. Um das ein bisschen aufzulösen und weil du ja gesagt hast, Tanzlehrerin ist jetzt doch kein böser Begriff mehr für dich. Nee. Also ich glaube, in der Anfangszeit habe ich auf jeden Fall sehr viel schlechter unterrichtet als heute, weil ich da irgendwie unterrichtet habe, um mich zu produzieren. Und mittlerweile unterrichte ich halt für die Leute und kann mich da zurücknehmen. Und das ist eine Sache, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Was auch oft im Tanzunterricht fehlt. Um das auch einfach mal gesagt zu haben. Ja. Und ich würde schon gerne, ob allein oder mit Dominik zusammen, so wie es sich gut anfühlt, auch für größere Kompanien mal Stücke machen, weil ich auch merke, dass es auch spannend ist, für neue Leute zu choreografieren. Und trotzdem, dass es hier in Karlsruhe einfach weiter wachsen kann. Dass es halt immer noch das Tanzareal gibt, vielleicht sogar mit mehreren Räumlichkeiten. Ich glaube, ich will unter keinen Umständen eine Tanzschule haben, weil dann bist du nur mit administrativem Kruscht beschäftigt. Ja, und einfach hoffen, dass dieser innere Drang, was Kreatives machen zu wollen, nicht weggeht. Das bleibt aber alles im Rahmen des Tanzes für dich. Ich kann mir schon noch andere Dinge vorstellen, aber wenn du mich fragst, was ich am geilsten finde, dann ist es einfach Tanz. Ich finde einfach, für mich gibt es, das ist so komisch, das immer noch zu sagen, nichts, was mich so
So, wenn ich einen nicen Tanz auf der Bühne sehe, dann juckt es mich einfach in den Fingern und dann wäre ich so, Gott, wie gern wäre ich jetzt eine von diesen Personen, die das da gerade tanzen kann oder die irgendwas damit halt zu tun hat. Es hat für mich einfach immer noch so eine Faszination, obwohl ich weiß, dass es halt, wie es auf der anderen Seite aussieht und dass bis 5 Minuten vorher vermutlich die eine Person immer nicht wusste, ob es jetzt auf die 6 oder auf die 7 ist. Ja. Und halt auch dieses, ich meine, man kann heute super viel filmen, aber es hat halt immer noch dieses Vergängliche vom Moment und das liebe ich halt daran. Und natürlich auch den körperlichen Aspekt. Ich liebe es einfach, mich irgendwie zu schinden auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Machen Sportler ja auch. Ja. Was mich manchmal, und vielleicht ist die letzte Frage, was ich mich manchmal schon gefragt habe, ist, ihr bringt da Höchstleistung, das ist Sport, ihr macht da viel für euch, aber auf der anderen Seite choreografierst du ja ein Stück mit einer Aussage. Also die sind ja auch immer tiefer gegangen, die Stücke in den letzten Jahren. Und ich saß da auch schon drin und habe einfach nur gedacht, wow. Und auch als Zuschauer, ich meine, da fällt es leichter, weil es nicht so anstrengend ist, aber ich glaube auch als Tänzerin oder wenn du das als Choreografin dann am Ende siehst, vielleicht auch nicht bei der Premiere, sondern bei der Generalprobe, dein Stück sozusagen in Vollendung siehst, und das für dich dann aufgeht und du sagst, okay, jetzt können wir es auch, dann ist das ja mehr wie einfach nur ein Tanzstück. Ja. Sondern diese Aussage ist auch ein großer Teil davon. Ja, und das vor ist allem, auch, wenn dann die Inszenierung mit Licht und so weiter, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber es macht ja nichts, sondern das hast du ja auch gelernt, das eben in Inszenierung zu bringen. Und dann ist das ja der Tanzteil ja nur ein Part. Und für den Zuschauer ist es ja dieses ganze Erlebnis, weil er es ja selber auch nicht mitbekommt, gar nicht so krass, der Tanz. Ja. Wie ist denn das auf der Bühne dann, wenn du das erlebst? Ja, ich glaube, wenn eine Produktion dann so in die finalen Momente geht und wenn man merkt, wie alles so sich zusammenschiebt, das ist einfach krass. Und es ist immer so ein bisschen, als hätte man ein kleines Monster erschaffen. Und dann fängt es an zu laufen und dann hofft man, dass es in die richtige Richtung läuft. Und man erweckt halt irgendwas zum Leben. Also es ist halt, so eine Tanzkompanie ist halt auch ein Mechanismus, der halt gut funktionieren muss. Oder sogar ein Organismus, der irgendwie gut funktionieren muss, wo die eine Energie der anderen Energie hilft. Und ja, ich war früher... Das ist immer noch ein schwieriges Thema für mich. Emotionalität und Tanz, weil ich wollte früher immer das Emotionale vom Tanz trennen, obwohl meine Stücke immer sehr emotional waren. Ich mag auch immer noch, wenn einfach der Körper die Emotionalität rüberbringen muss und das Gesicht eher plain sein kann. So ganz arg leidende Menschen, wenn mit dem Körper nichts passiert, kann funktionieren, ist für mich in meinen Stücken aber schwierig. Ich mag, wie gesagt, wenn der Körper das einfach rüberbringt. Und wenn man halt das Gefühl hat, dass das geklappt hat, das ist einfach krass. Und Körper sind halt so explizit in dem, was sie machen. Und ich glaube, als Zuschauer oder als Zuschauerin ist die Erfahrung, anderen Körpern beim was machen zuschauen so krass, weil es fühlt sich an, als könnte man das miterleben, aber man kann es nicht körperlich miterleben und trotzdem weiß man irgendwie, dass man auch einen Körper hat. Und diese Connection finde ich so krass. Und ich glaube, das ist auch, wenn Leute sich frei davon machen, Tanz verstehen zu müssen, was dann total oft passiert, dass man, obwohl man selber nicht tanzt, anders mitgenommen wird, als es manchmal auch Worte können. Ich würde noch gerne mit dieser Inszenierung da dazugehen, weil das finde ich schon ein spannender Gedanke, dass der Körper von jedem ja eigentlich verstanden wird, weil jeder ja einen Körper hat. Aber die Faszination, die ihr da mit reinbringt, weil ja fast keiner im Publikum sich genauso bewegen kann und schon gar nicht diese Inszenierung hinbekommt. Ich komme ja aus dieser Inszenierung. Ich bin ja da auch ein Teil davon, deswegen versuche ich da jetzt irgendwie gerade noch eine Frage rauszuquetschen, weil es mich eben so fasziniert. Mir fällt aber keine Frage dazu ein, weil ich vielleicht da so angepackt bin. Aber was vielleicht so, auch wegen unserer Connection, wie war das für dich, da in diese Welt überhaupt reinzukommen und wie siehst du es heute? Und ich will jetzt nicht, das ist das Wichtigste oder sonst irgendein Quatsch hören, sondern was
oder ab wann denkst du darüber nach oder was bedeutet es für dich? Ich glaube, um eine Antwort zu geben auf die Frage, die du nicht gestellt hast, das Ganze ist manchmal mehr als die Summe der Teile. Das ist ein super platter Satz, aber der macht, was Produktion für Bühnen angeht, so krass Sinn, weil manchmal einfach eine Magie entsteht und die entsteht nur, wenn alle ihren Job gut machen, aber trotzdem weiß keiner, warum es jetzt genau am Ende so nice war. Und was war die andere Frage? Ich hatte ja keine gestellt. Genau, das Ich kann aber bestätigen, ja. Um das jetzt auch nochmal klar zu sagen, ich durfte schon ein paar Mal mit dir Licht zusammen machen und wir haben viel voneinander gelernt. Also du hast mich in die Tanztheaterszene mit eingeführt und ich habe dir ein paar Sachen über Licht zeigen können. Und ich kann das auch bestätigen, wenn du hinterm Pult sitzt und wir haben meistens zu wenig Zeit, habe ich sogar schon nach dem ersten Stück oder nach der Generalprobe, aber manchmal auch nach dem ersten Stück, wenn ein zweites und drittes noch war, habe ich Dinge von mir aus noch ein bisschen angepasst, aus dem Gefühl raus. Ja. Und das ist halt wirklich, wie du sagst, das ist diese Energie. Du spürst, wie es vielleicht dann anders nochmal besser, was auch immer das ist, passt. Ja, oder was die Situation braucht. Ja, ich glaube, es ist einfach, oder ich stelle mir oft die Frage, in einer Welt wie heute, wo alles so chaotisch ist, so, was habe ich für einen Mehrwert? Braucht man mich oder Menschen wie mich überhaupt? Wahrscheinlich mehr denn je. Die Frage kann ich irgendwie nicht so beantworten, aber ich glaube, ich war über die letzten Jahre oft an einem sehr dunklen Ort, weil irgendwie weil ich sehr oft nach dem Sinn gesucht habe, weil ich mich gefragt habe eben, was ist mein Mehrwert und was soll ich überhaupt hier? Und ich bin nicht so gut wie alle anderen und all diese Gedanken, mit denen man sich dann in der Tänzerinnenwelt sehr runterzieht. Und ich glaube, ich habe jetzt einfach aufgegeben, nach dem Sinn zu fragen, sondern ich bin einfach nur noch dankbar, dass ich das machen kann, was mir so viel Spaß macht und was mir Energie gibt und versuche irgendwie die Energie halt weiterzugeben. Weil was soll ich dann mit meinem Leben sonst mehr anfangen? Und wie nice ist es dann, dass ich halt das machen darf, was ich liebe? Und diesen Satz sage ich immer wieder und ich komme irgendwie immer wieder zu diesem Satz zurück, weil Tanz ist manchmal beschissen. Tanz ist auch vor allem als Frau beschissen, weil du bist so crazy austauschbar und ich habe immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein und ich habe immer das Gefühl, meine Arbeit nicht gut zu machen. Und trotzdem mache ich sie gerne. Und das ist halt so diese lustige Zweischneidigkeit. Und manchmal hast du wirklich Momente, wo du das verlierst, wo du wie in einer Beziehung bist und du wartest monatelang und du bist so, warum eigentlich? Warum bin ich hier? Und dann gibt es diesen einen Moment und dieser eine Moment gibt dir alles zurück. Und das ist natürlich sehr radikal und sehr schwarz-weiß denken, so zu denken und darauf zu warten und darauf irgendwie sein Leben aufzubauen. Aber auch das habe ich schon mal gesagt, ich kann es halt nicht ändern, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich kann es nicht ändern, dass es irgendwie bis jetzt nichts anderes auf der Welt geschafft hat, mich so zu fesseln. Und selbst wenn ich nicht der talentierteste Mensch bin, um das zu machen, möchte ich es halt machen. Und vielleicht reicht das dann schon, dass ich es gerne machen möchte und dass ich mich halt anstrenge, irgendwie an dem zu wachsen, was ich halt mache. Das ist ein sehr besonderer Podcast. Wow. Weil ich finde jetzt gerade nicht das Ende, weil du bist nicht auf der Sinnsuche oder nicht mehr auf der Sinnsuche. Kommt bestimmt auch wieder. Aber also ich glaube, alles geht in Phasen. Ich glaube, sobald man denkt, dass man das Leben verstanden hat, macht das Leben irgendwas und dann versteht man es wieder nicht. Aber ich will nicht mehr die ganze Zeit mir verbieten, das einfach cool finden zu dürfen, was ich mache. Weißt du? Das war schon immer sau cool, was du gemacht hast. Wurde dir das ausgeredet oder hast du dir das selber ausgeredet? Also ich glaube, dass in meiner Anfangszeit, als ich angefangen habe zu tanzen, einfach viele Dinge passiert sind, die schlecht für mein Selbstbewusstsein waren. Ich glaube, dass ich halt grundsätzlich ein sehr unsicherer Mensch bin. Plus, ich habe mit dem Tanzen super spät angefangen. Ich habe nicht die perfekten körperlichen Voraussetzungen. Ich bin nicht die kleine, wunderschöne Ballerina. Ich bin irgendwie anders und ich bin immer noch auf der Suche nach meinem Platz, weil ich eben,
also wenn ich jetzt nur aus Tänzerin-Sicht Ja. spreche, nicht Ja. aus Choreografin-Sicht, dann habe ich immer noch sehr viele Dinge, von denen ich finde, dass sie falsch an mir sind. Aber obwohl diese Dinge falsch an mir sind, will ich jetzt halt einfach mit meinem Körper arbeiten und nicht mehr dagegen. Und das ist crazy, wie lange das gedauert hat. Aber es erzählen dir halt in deinem Leben so viele Leute irgendwelche Dinge über dich. So, keine Ahnung, mir wird gesagt, du willst nur schön sein. Mir wird gesagt, du kannst es nicht. Mir wird gesagt, du bist zu schlecht, um hier zu tanzen. Sodass ich von vornherein mich rausgenommen habe, überhaupt zu irgendwelchen Auditions zu gehen. Ich glaube, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Ich kann nicht mich gut verkaufen, wenn so eine Situation kommt, wo ich mich irgendwie verkaufen muss. Und ich will das auch nicht. Und trotzdem sind mir viele Dinge passiert. Hätte man mir das vor 10 Jahren erzählt, hätte ich gesagt, krass, wenn ich das machen kann, ja, nehme ich. Also, let's go. Und das auch in der Rücksicht zu sehen und zu verstehen, dass man manchmal einfach ein bisschen geduldig sein muss. Und geduldig sein heißt nicht, sich hinzusetzen und zu warten, sondern Kopf runter arbeiten und demütig bleiben. Und das ist was mir heute halt immer noch super wichtig ist. Einfach dankbar zu sein, dass ich das machen darf. Dankbar zu sein, dass ich es auch immer noch machen will, weil viele Leute dem Tanz halt den Rücken gekehrt haben. Und dankbar, das ist auch ein sehr kontroverses Thema. Irgendwann in meinem Leben musste ich mich halt entscheiden, möchte ich jetzt eine Familie gründen oder möchte ich tanzen? Und vielleicht denke ich in 10 Jahren anders darüber, aber momentan würde ich die Entscheidung nicht anders treffen. Und auch dazu zu stehen, in einer Gesellschaft, die vielleicht das anders sehen würde. So, ich weiß nicht, vielleicht bin ich in 10 Jahren deswegen total unglücklich, aber ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich keine andere Entscheidung treffen konnte. Und deswegen, als du vorhin gefragt hast mit den Stücken, ich weiß natürlich nicht, wie es ist, Mutter zu sein, weil ich bin keine Mutter, aber so ein Stück zu sehen, wo man auch mehrere Monate dran gearbeitet hat, wie das zum Leben erweckt wird, das ist schon auch ein scary Gefühl. Und ich glaube, Eltern werden es auch ein scary Gefühl, aber auch ein wunderschönes Gefühl. Und ich glaube, ja, jeder findet seine Erfüllung halt in irgendwas anderem. Und ich habe lang versucht, Dinge, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, zu machen, wie sie von mir erwartet wurden. Und ich glaube, irgendwann muss man sie halt so machen, wie man es dann selber denkt, dass man sie machen soll. Und du hast es dir vielleicht auch hart erkämpft, dir die Dinge so zu schaffen, wie du es machst. Und sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen gehen genau so einen Weg. Ja, und das ist auch nichts, was in dem Sinne Spaß macht. Und in dem Moment habe ich auch nicht gedacht, hey, und jetzt mache ich irgendwas Tolles. Und ich dachte so, what the fuck is happening? Warum ist mein Leben so? Warum habe ich das so gemacht? Warum kann es nicht einfach mal einfach sein? Aber es ist halt so, wie es immer ist. Es läuft halt ein bisschen in Wellen ab und man kann irgendwann hoffen, dass die Wellen halt ein bisschen flacher werden. Aber mein erster Boyfriend hat mir zu irgendeinem, ich weiß nicht, ob Valentinstag, Weihnachten, mal geschrieben, dass man, also er hat geschrieben, bewusst geworden über die Nützlichkeit von Tälern wird man sich erst, wenn die Vergangenheit nur noch aus Höhen zu bestehen scheint. Und der Satz, dass man zurückschaut und immer denkt, hey, irgendwie war es da cool in der Vergangenheit, ist immer noch auch sehr inspirierend für mich. Dass es gut war in der Vergangenheit, obwohl es hart war. Und genau, das ist auch so ein lustiges Tänzerding. Wenn ich mir jetzt, so ich gehe jetzt gleich unterrichten, dann mache ich da ein Video von mir, wie ich meine Choreo tanze. Heute Abend schaue ich das dann an und denke so, boah, was ist das? Erstens habe ich schlecht choreografiert, zweitens habe ich schlecht getanzt, drittens bin ich dick und hässlich. Wenn ich das in 3 Monaten anschaue, weiß ich nicht mehr genau, was ich an dem Tag gemacht habe. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich mich da gefühlt habe. Dann schaue ich das an und denke so, das war eigentlich eine nice Choreo. Und diese Nachsicht mit sich selber zu haben, indem man sich nicht von seinem Zustand, den man gerade emotional hat, so mitreißen lässt, das schafft man halt nicht genau in dem Moment, aber zumindest die Nachsicht so rückwirkend zu haben, finde ich halt ein sehr spannendes Konzept. Weil ich will nicht jetzt böse sein auf die Sarah von vor 2 Jahren, weil sie da was auch immer nicht gemacht hat. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist zu der Sarah von heute zu sagen, hey, lass uns doch heute jetzt einfach gut machen und uns anstrengen.
Ich muss diese Fragen noch stellen, weil Ja. ist es nicht möglich oder brauchst du das auf eine gewisse Art für den Drive, den du ja hast, diesen Leistungsanspruch oder den generellen Anspruch, dass du eben eine gewisse Unzufriedenheit mit der jetzigen Situation hast? Weil man kann ja auch sagen, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und so wie es jetzt ist gut. Und das muss aus meiner Sicht, weil ich habe das auch lernen müssen, nicht heißen, dass ich mich jetzt auch auf die Couch setze, sondern dass ich eben so eine innere Ruhe und aber Genau. trotzdem einen Antrieb habe. Eine Leidenschaft, die sich entfacht und Sachen trotzdem. Genau, ich dachte das Entstehen viele lassen. Jahre, dass ich nur hart arbeiten werde, wenn ich diesen krassen Selbsthass hatte. Und dann stand ich jeden Montagmorgen im Ballett und habe mich und meinen Körper dafür gehasst, dass der kurze Achillessehnen hat und nicht so beweglich ist, wie ich es gerne hätte. Und die Momente gibt es schon auch noch, aber die sind halt nicht mehr jede Woche da, sondern ich freue mich halt einfach, dass ich mich bewegen kann und ich versuche das halt so gut zu machen, wie ich es mit meinem Körper machen kann, weil ich kann mich auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln, ich kann tun, was ich möchte. Das würde ich gern sehen. Ja, am Tisch, dann bricht er noch zusammen. Mein Körper ist mein Körper und das wird sich nicht ändern. Und ich möchte dann gerne einfach dankbar sein, dass der mich jeden Tag durch wie viel Bewegung auch immer trägt und immer noch da ist und irgendwie funktioniert. Und dass ich trotzdem motiviert sein kann, auch wenn nicht immer dieser Selbsthass da ist. Wir müssen das positiv beenden. Ja. Obwohl mich erinnert es ein bisschen an deine Stücke, die auch nicht immer Ja, so die- wahnsinnig positiv Wo enden. man immer nicht weiß, ob es denn auch zu Ende ist. Müssen wir das jetzt auch offen lassen? Nee, Nein. wir können es auch positiv beenden. Ja? Wahnsinn. Also, wow. Du machst mich sprachlos, aber das ist halt vielleicht deine Kraft, Ja, I don't know. obwohl du viel gesprochen hast. Das ist Ja. man gar nicht so von dir gewohnt. Ja. Ja, Reflektier doch mal jetzt den Podcast. ich reflektiere mal den Podcast. Ja, ich weiß nicht, ob ich zu böse Sachen über Menschen gesagt habe, Nein, die hast du nicht die Art von Tanz machen, die mir gefällt. Das will ich dann nochmal revidieren. Also wie gesagt, ich habe Respekt für alles. Es geht einfach nur um persönlichen Geschmack. Ja, und ansonsten finde ich es immer voll schön, so tiefe Gespräche zu führen, selbst wenn man selber viel spricht, weil man doch irgendwie woanders landet, als wo man angefangen hat. Ja, und auch, ich meine, ich denke viel über mich nach. Ich glaube, wie jeder Mensch, der denkt auch viel über sich nach. Und das ist manchmal ganz gut, wenn die Gedanken auch nach außen kommen, weil sie dadurch halt ein bisschen greifbarer werden, auch für einen selber. Also vielen Dank dafür. Also wenn du Lust hast, ich habe das, glaube ich, noch nie ausgesprochen in dem Podcast, aber wenn wir mal nicht über Tanz, sondern vielleicht auch über generelle Dinge sprechen wollen, Ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir dann einen zweiten Teil draus machen. können wir gerne machen. Dankeschön, dass du da bist. Und danke dir.